Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ich herzhaft geschmackliche Cowboy-Bohnen mache. Die gezeigten Zutaten reichen für 2 Portionen. Bleibt dran. Zuerst schneide ich eine rote Zwiebel in Würfel. In einem Topf erhitze ich etwas Olivenöl, dann gebe ich die Zwiebelwürfel hinein. Unter ständigem Rühren werden die Zwiebelwürfel bei mittlerer Hitze stark angebraten. Sie sollen Röstaromen bilden, dürfen aber nicht schwarz werden. Sobald die Zwiebeln reichlich Farbe angenommen haben, lösche ich mit etwas Bier ab. Dann gebe ich noch eine Tasse Kaffee hinzu. Eine Handvoll Tomaten werden klein geschnitten und dem Sud hinzugegeben. Ich habe hier eine Scheibe ca. 150 Gramm geräucherten Bauchspeck und schneide davon die Schwarte ab. Das Stück schneide ich nochmal in Längsrichtung durch, damit die Streifen nicht so dick werden. Die nun halbierte Speckscheibe schneide ich in dünne Streifen. Da der Speck gepökelt ist, wird er nicht mit angebraten, da sonst ungesunde Nitrosamine entstehen würden. Ich gebe die Speckstreifen nun zu dem Sud hinzu. Zwei Zehen Knoblauch werden hineingepresst. Dann würze ich mit ein paar Spritzern Worcestersoße. Nun gebe ich noch etwas vorsichtig Grillsoße mit Raucharoma hinzu. Ich würze lieber noch nach, bevor ich gleich zu viel davon hineingebe. Dann kommt noch ca. 1 bis 2 Teelöffel Thymian und ca. 1 Esslöffel Tomatenmark hinzu. Jetzt kommen noch 1 Esslöffel Senf und ein halber Teelöffel Chilipulver sowie ca. 1 Esslöffel Paprika edelsüß hinein. Jetzt gebe ich die Kidneybohnen hinein. Hier hatte ich ca. 250 Gramm trockene Kidneybohnen am Vorabend eingeweicht, das Bohnenwasser weggegossen und die Bohnen abgespült. Wer will, kann natürlich auch fertig gegarte Bohnen verwenden, dann muss nur die Garzeit entsprechend angepasst werden. Ich verwende lieber rohe Bohnen, da die sehr lange kochen müssen und dabei alles gut durchzieht. Dann kommt noch Pfeffer und Salz hinzu. Jetzt wird abgeschmeckt und mit etwas Rohrzucker, ich habe hier ca. einen halben Teelöffel verwendet, schwach süßlich abgestimmt. Ich schmecke mehrfach ab und stimme die rauchige Note noch mit etwas nachgegebener Grillsoße ab. Dann lasse ich die Bohnen mindestens 2 Stunden auf kleinster Flamme leicht simmern. Ab und zu muss man umrühren, damit sie sich nicht festsetzen und eventuell sogar anbrennen. Die Dicke des Eintopfes kann man mit Zugabe von heißem Wasser nach persönlichem Geschmack einstellen. Ich habe es hier etwas dicker gelassen.
Nach circa 2 Stunden haben die Bohnen immer noch etwas Biss. Ich mag das so, wer sie noch weicher will, muss sie halt noch länger auf dem Herd lassen. Die Cowboy-Bohnen sind nun fertig. Guten Appetit! Bitte abonniert meinen Kanal, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst und empfehlt meinen Kanal gerne an Freunde weiter. Im Abspann gibt es noch interessante Links. Bis zum nächsten Mal, euer Herbie.